Kein Schmerz, den ich vorher jemals hatte, ist vergleichbar mit dem Schmerzen zu brennen. Der erste Gedanke, den ich hatte, als ich brannte, war: Verdammt, das war jetzt die letzte Stunde, die du gelebt hast. Mittlerweile bin ich aber dankbar, den Unfall gehabt zu haben. Ich bin Laura, ich bin 20 Jahre alt und ich mache gerade eine Ausbildung zur Ergotherapeutin. Vor 2 Jahren sind 28% meiner Körperoberfläche bei einer Verpuffung schwer verbrannt. Seitdem hatte ich viele Hauttransplantationen, einige Operationen stehen noch vor und weitere Therapiebesuche begleiten mich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang. An einem Unfalltag sind mein Ex-Freund und ich extra früh aufgestanden, um zum See zu fahren. Somit verbrachten wir auch einige Stunden dort. Als wir fertig waren, sind wir nach Hause gefahren und haben uns fertig gemacht für einen Grillabend. Am Abend, zur Dämmerung, hatten wir dann einen Bioethanolofen auf dem Tisch stehen, welcher eine total schöne Atmosphäre verschaffte. Und als die Flamme erlosch, hat man leider nicht lange genug gewartet und jemand goss Bioethanol nach. Plötzlich gab es einen Knall und ich fing Feuer. Der erste Gedanke, den ich hatte, als ich brannte, war: Verdammt, das war jetzt die letzte Stunde, die du gelebt hast. Kein Schmerz, den ich vorher jemals hatte, ist vergleichbar mit dem Schmerzen zu brennen. Die Reaktionen der Leute, die da waren komplett unterschiedlich. Manche waren total panisch, mein Ex-Freund war wie versteinert und hat nur geschrien. Ich habe auch nur geschrien und habe versucht, mich verzweifelt auszuklopfen. Und die Unfallverursacherin fing selbst Feuer. Sie war gerade dabei, unter ihre Dusche zu rennen. Nachdem man mich löschte, rief man direkt den Notarzt an und einen Rettungswagen. In dieser Zeit habe ich jeden einzelnen Schmerz empfunden. Ich habe einfach nur um Schmerzmittel gebettelt. Man hat keine freie Hautstelle gefunden, wo man mir einen Zugang legen konnte. Deshalb musste ich leider noch diese schlimmen Schmerzen ertragen. Als meine Eltern und meine Freunde vom Unfall erfahren haben, waren sie natürlich total geschockt. Meine Eltern, die kamen noch am Unfallort und deren Gesichter werde ich nicht mehr vergessen. Meine Freunde waren natürlich auch sehr schockiert und ich habe mir erzählen lassen, dass die sich teilweise getroffen haben und einfach nur zusammen geweint und gebetet haben. Nachdem ich am Boden versorgt wurde, wurde ich direkt mit einem Helikopter in eine Spezialklinik geflogen. Als ich dann im Krankenhaus lag, folgten 5 Operationen, in denen mir Haut transplantiert wurde. Ich lag dann 7 Tage im künstlichen Koma und 5 Tage davon schwebte ich in Lebensgefahr. Als ich Laura dann das erste Mal im Krankenhaus gesehen habe, habe ich gedacht, das ist nicht mein Kind. Das kann ja gar nicht sein. Ich dachte nur, der Oberbauch ist schwer verbrannt und jetzt lag da eine Mumie vor mir und ich habe meine Tochter nur an den Füßen erkannt. Man verdrängt es ja auch, dass sie eigentlich hätte sterben können. Für mich war klar, sie schafft das und ich habe immer gehofft, dass sie die Stärke dafür hat. Als ich aus dem Koma erwacht bin, war ich erschrocken, was ich tatsächlich alles verlernt habe. Ich konnte nicht mehr laufen, ich musste erst mal wieder üben, mich richtig hinzusetzen, da mein Kreislauf nicht in Schwung kam. Ich konnte nicht mehr schreiben, man musste mich füttern und man musste mir einfach bei allem helfen. In der Zeit habe ich über das Leben gelernt, dass es sehr, sehr wertvoll ist und dass es jederzeit enden kann. Als ich dann aus dem Krankenhaus raus war, folgten ganz, ganz viele Arztbesuche, Reha-Aufenthalte, Therapiebesuche. In dieser Zeit hat mir besonders die Unterstützung meiner Familie geholfen, ganz besonders meiner Mutter. Laura kann man für ihre Stärke bewundern. Von Anfang an zu sagen, das ist jetzt passiert, so bin ich jetzt, so sehe ich jetzt aus und das akzeptiere ich so. Am meisten habe ich mich darauf gefreut, endlich wieder ins Fußballstadion gehen zu können. Mich begeistert am Fußball der Zusammenhalt zwischen Mannschaft und den ganzen Fans. Und das Gefühl, das erste Mal wieder im Stadion zu sein, war super toll. Natürlich war ich erschöpft und ich war total schlapp auf dem Bein, aber alle Leute haben mich mit offenen Armen empfangen. Und das war für mich ein erster Schritt Richtung Normalität. Wenn du dich gerade nach einer schweren Erkrankung oder einem Unfall aus dem Krankenhaus zurück ins Leben kämpfst, bitte gib nicht auf, sei mutig und mach weiter. Erstaunlicherweise habe ich keine Wut für diese Person empfunden, die diesen Unfall erst verursacht hat. Beim ersten Wiedersehen haben wir uns viel ausgetauscht. Sie hat mich im Krankenhaus besucht. Wir haben uns angeguckt, sie war total gerührt und war froh, dass ich sie nicht abgrundtief gehasst habe. Für mich kam Hass
überhaupt nicht in Frage. Alleine schon am Unfallort hat sie sich total oft bei mir entschuldigt und ich habe die Entschuldigung angenommen und ich habe ihr gesagt, es ist alles gut. Deshalb wurde ich noch nie mit der Situation konfrontiert, hast du diese Person jetzt oder nicht? Am Anfang habe ich natürlich sehr oft gedacht, dass der Unfall nicht hätte passieren müssen. Er war leicht verhinderbar. Mittlerweile bin ich aber dankbar, den Unfall gehabt zu haben, dass sich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat, aber im positiven Sinne. Ich bin stärker geworden, selbstbewusster, natürlich auch vorsichtiger, was gar nicht mal so schlecht ist. Letztendlich bin ich einfach glücklich mit meinen Namen und ich möchte sie auch nicht mehr hergeben. Seit dem Unfall schaue ich mich mit ganz anderen Augen an und ich bin nicht mehr so kritisch mit mir selbst, mit meinem Aussehen, mit meiner Figur oder mit meiner Ausstrahlung, die ich gerade habe. Ich genieße es richtig. Ich möchte als Ergotherapeutin bewirken, dass ich ganz vielen Menschen helfe, aus deren Krankheit rauszukommen. Als ich da meinen Unfall hatte und selbst zur Therapie musste, wurde mir wieder bewusst, was für ein toller Beruf das doch eigentlich ist. Wenn ihr mehr spannende Einsichten bekommen wollt, dann abonniert den Kanal. Der mutigste Moment in meinem Leben war, als ich das erste Mal mein Krankenzimmer verlassen habe und mich alle Leute im Krankenhaus mit meinen Verletzungen sehen konnten. Das Gefühl, welches ich dabei hatte, war sehr viel Stolz, aber auch ein klein wenig Unsicherheit, weil ich einfach gemerkt habe, dass mich gerade jeder anguckt. Mich macht es traurig, dass mich manche Menschen aufgrund meiner Namen verurteilen. Wenn mich Menschen sehen und ihnen meine Namen auffallen, dürfen sie mich gerne ansprechen, denn das ist mir viel lieber, als mich anzustarren. Ich wünsche mir von der Gesellschaft, dass die einfach mal mehr hinterfragen sollen und dass wir auch ganz normale Menschen sind, egal ob wir krank sind, ob wir Narben tragen oder ob wir nur ein Bein haben. Wenn ich der Welt einen Satz mitgeben könnte, dann wäre es der: Sei mutig und spring über deinen Schatten.